Svetlana fragt mich, wohin sie gehen soll. Sie, die vor 30 Jahren als jüdische Migrantin nach Deutschland gekommen ist, und ihre Kinder. Zurück nach Russland kommt nicht in Frage. Sie hat sich zu offen gegen Putin ausgesprochen. In Israel tobt der Krieg. Bisher war Deutschland die Gesellschaft, die ihr und ihren Kindern Hoffnung gab, Chancen gab, Zukunft gab. Doch dann kamen die Demos in Neukölln, wo Vergewaltigung israelischer Frauen gefeiert wurde. Es kamen Umfragen mit den Hochs für AfD, die nicht aufhören wollen. Und es kam das Treffen im Landhaus Adlon. Wohin? Wohin mit gestrigen Hoffnungen? Wohin mit der heutigen Hoffnungslosigkeit? Wohin mit Verunsicherung? Wohin mit Angst? Solche Fragen stellen sich immer mehr Menschen, die in Deutschland leben. Sie und ihre Vorfahren kamen anderswoher. Aus Osteuropa wie bei mir, aus Afghanistan, aus Vietnam. Und wenn wir ehrlich sind, man muss heutzutage in Deutschland nicht irgendwo herkommen, um sich Gedanken darüber zu machen, wohin man irgendwann fliehen müsste. Wie viele von uns bildeten uns ein, dass wir in Deutschland auf der Insel der Seligen leben, dass Geschichte sich hier immer weiterentwickelt und vielleicht sogar in einem Zustand der ewigen Freiheit, des ewigen Friedens, der ewigen Demokratie ihr glorreiches Ende findet. Wir glaubten alle, dass Geschichte sich immer weiter nach oben entwickelt. Wir haben nicht gedacht, dass die Geschichte sich wiederholen könnte. Und sie dreht sich doch weiter, diese Geschichte. Wir leben in einer Gesellschaft, die wir gerne in Brüssel regulieren, mit künstlicher Intelligenz und smarten Technologien, mit Kino auf Abruf in unseren Wohnzimmern, mit genetisch basierten Technologien, die bald Krebs heilen werden. Aber es ist immer wieder eine Villa in der Nähe von Potsdam, in der Pläne geschmiedet werden, die so alt sind wie vor 82 Jahren, wie vor Jahrhunderten, wie vor Jahrtausenden. Wir lassen nicht zu, dass diese Geschichte sich wiederholt, weder in Deutschland noch in Europa. Wir lassen nicht zu. Das vor 80 Jahren war genug. Vor 80 Jahren darf nicht wiederkommen. Und dafür stehen wir. Alle, die hier sitzen, alle, die auf unseren Straßen demonstrieren, alle, die mit ihrer Arbeit seit Jahren und Jahrzehnten diese Gesellschaft, diese Demokratie, dieses Europa besser machen wollen, nicht zurückdrängen in die traurige Geschichte, die wir hinter uns gelassen haben. An allen Orten sind wir unterwegs. An Orten, wo wir in ein paar Monaten in der Kommunalwahl und bei der Europawahl kämpfen werden. In unseren Orten und Gemeinden oder auch in anderen Hauptstädten Europas. Wir lassen uns unsere Hoffnungen und unsere Zukunft nicht kaputt planen, ob geheim oder ganz offen auf Parteitagen der AfD. Wir lassen uns auch Europa nicht kaputt planen. Ihr wollt sicher wissen, was ich Olga geantwortet habe. Ich habe ihr Hoffnung gegeben, aus zweierlei Gründen. Erstens wegen unserer Zivilgesellschaft, wegen der Tausenden und Hunderttausenden, die in ganz Deutschland gerade auf Straßen sind, wegen der Hunderttausenden und Tausenden, die in Ungarn oder heutzutage auch in der Slowakei auf die Straßen gehen. Sie gehen auf die Straßen, um unser Europa zu beschützen. Und das werden wir auch in diesem Wahlkampf tun. Und Hoffnung geben Sie, wir uns selbst auch nicht nur deswegen, weil wir demonstrieren, sondern weil wir
tagtäglich arbeiten, weil ihr tagtäglich arbeitet. Trotz Gegenwind Erinnerungsarbeit in den brandenburgischen Dörfern betreiben, trotz Anfeindungen gegen Hass in Spreewald, trotz Gleichgültigkeit für Bürgerrechte in Eberswalde und in der Schorfheide, trotz Belächeln von Nachbarn und Kolleginnen und Kollegen helfen den Geflohenen in Prenzlau. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Zivilgesellschaft in Deutschland, unsere Zivilgesellschaft in Europa. Das habe ich Svetlana geantwortet. Und ich habe ihr noch was geantwortet. Unsere Hoffnung, unsere Antwort ist auch Europa. Denn dieses Europa gibt uns das Forum, gibt uns den Raum, diese Freiheit, diese Demokratie und ja, für manche auch diesen Wohlstand zu verteidigen, aber diesen Wohlstand auch gerecht und offen für alle zu verteilen. Und das wird die Frage dieses Wahlkampfs sein. Wie kriegen wir es hin, dass wir Europa in die Kommunen dieses Bundeslandes tragen? Dass wir Menschen sagen, Europa ist nicht irgendwo. Europa verschwindet nicht mit Sergei jede Woche in Brüssel. Es tut mir leid, aber wir müssen jede Woche leider Sitzungen in Brüssel abhalten. Aber Europa bleibt und lebt hier. Und ja, Europa lebt in vielen Brandenburger Brücken und auf vielen Brandenburger Straßen und Einrichtungen. Aber Europa lebt auch in vielen Projekten, Demokratieprojekten, die auch europäisch finanziert werden. Vielen sozialen Projekten, die europäisch finanziert werden. Und vor allem lebt Europa im Geiste dieser Demokratie, dieser Offenheit, dieser Gesellschaft, wo wir einander in die Augen schauen, egal woher wir kommen, ob wir aus Polen die Grenze hierher überqueren oder umgekehrt die Grenze nach Polen, ob wir Menschen haben, die den ganzen Weg zurückgelegt haben, durch dieses Europa und bei uns Schutz zu finden. Wenn wir in ihre Augen schauen, dann sehen wir diese Hoffnung, dann sehen wir dieses Verlangen nach Chancen, dann sehen wir dieses Europa. Und dieses Europa werden wir in den kommenden Monaten verteidigen. Dieses Europa werden wir suchen und werden wir finden. Dieses Europa werden wir Menschen in Brandenburg auch erklären. Darum wird es gehen, um unsere Freiheit, um unseren Wohlstand und um unser Europa.